89 fing ja schon 88 an. Oder eigentlich 1987. Also wir hatten so mehrere hohe und nicht so hohe Zeiten. Ganz wichtig war natürlich 1987 gewesen, wo sehr viele, in dem Jahr, in dem sehr viel passiert ist. Also ganz viele neue Zeitschriften sind entstanden. Wir hatten den Kirchentag von unten, es gab den Olof-Palme-Marsch. Dann gab es den Überfall auf die Umweltbibliothek, der sehr gut im Nachhinein abgewehrt werden konnte. Also das war eine volle Schlappe für die Staatssicherheit. Und dann kam es im Januar 1988 zu diesen Januarereignissen, als dann Leute sich an der staatlichen Demonstration mit beteiligt haben. Also das fällt dann auch so unter den Bereich Protestieren. Vorgeschichte war gewesen, dass also manche haben aufgerufen, haben gesagt, wir wollen da jetzt, nachdem wir gesehen haben, was wir für eine Stärke haben, auch an so einer staatlichen Demo mit eigenen Parolen mitmachen. Das hätte bedeutet, nochmal die Situation zu schaffen von 1983 in Jena. Da hat man das auch so ungefähr gemacht. Möglicherweise, dass die Zeit wirklich reif dafür war, aber wir waren sehr, sehr, sehr kritisch, weil wir wussten, dass dort auch viele Ausreisegruppen hingehen werden. Und die Ausreisegruppen, das war unsere Erfahrung, wollten eigentlich als ihr größtes Ziel oder ihr eigentliches Ziel, so wie wir das wahrgenommen haben, ausreisen. Es war denen scheißegal, was in der DDR passierte, sie wollten nur raus. Und da haben die dann jedes Spektakel für genutzt. Oder sind dann eben in die Umweltbibliothek gegangen und haben sich da hingestellt und wir konnten nicht mehr arbeiten, weil überall irgendwelche Leute rumsaßen, mit denen man nichts anfangen konnte. Das war extrem problematisch und das hat uns auch ziemlich zurückgeworfen. Also wir sind da nicht hingegangen. Die hingegangen sind, wurden schon im Vorfeld verhaftet. Und dann gab es so ein paar Proteste. Es ging noch gar nicht richtig los. Dann gab es eine zweite Welle der Verhaftungen und das war dann schon, also auch Leute, die gar nicht zu dieser Demo hingegangen sind und auch gar nicht hingehen wollten, die sind dann noch ins Gefängnis gekommen. Und da haben wir gedacht, oh, jetzt geht's los. Also jetzt kommt die große Säuberung. Und die sind ja dann nach 14 Tagen alle ausgereist oder nach 3 Wochen. So sang- und klanglos und das war ein extremer Substanzverlust. Also damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Die vielen Ausreisergruppen blieben da, blockierten die Umweltbibliothek oder wo man irgendwie, wir haben zum Beispiel unser OA-Treffen und Kirche von unten Treffen in Friedrichsfelde gemacht, kamen auch Ausreisegruppen. Du musstest die richtig rausschmeißen. So. Heute heißt es von den konservativen Geschichtenerzählern, wir hätten uns entsolidarisiert. Aber es war ja auch zu unserem Schutz. Wir wussten nicht, wer da sitzt. Wir kannten die nicht. Und da saßen noch Stasi-Spitzel drunter, natürlich. Wa? Und also so verdreht man heute die Ereignisse. Ich habe die als extrem unsolidarisch und ja auch erlebt. Die haben wirklich blockiert. Also man musste sich mehr oder weniger deutlich von denen trennen und sagen, ihr wollt euers, wir wollen unsers, bitte lasst uns in Ruhe. So. Sind sie trotzdem nicht gegangen. Also ja, also das war eine ziemlich heftige Sache. Und dann kam im Herbst 1988, da wurde es ja wieder ein bisschen dynamischer, da gab es diesen Gipfel der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds in West-Berlin. Und da sind auch sehr viele Gruppen aus Berlin und auch aus Potsdam, also kirchliche Gruppen, die auch nur, also die gar nicht so sehr politisch waren, sondern eher so einen Blick für die sozialen Entwicklungen in der Welt hatten, Dritte Weltgruppen und so weiter. Die nannte man nur anders damals. Die haben sich auch damit auseinandergesetzt. Also wie wird die Weltwirtschaft finanziert? Und das war eben sehr deutlich zu sehen, dass diese Weltbank, da haben wir Seminare gemacht auch. Und diese Weltbank, die ist eben dominiert worden von den reichen Ländern und die haben Kredite vergeben nach ihren eigenen Regeln. Und schwache Länder hatten da keine Chance. Wenn sie Kredit haben wollten, mussten die wirklich die Taschen umkrempeln und ihre eigene Wirtschaft so umgestalten, dass es ganz schnell zu einer großen Schicht armen Leute kam. Die Vorstellung, dass eben, wenn einige gut verdienen, auch die anderen gut verdienen, die steckte so ein bisschen dahinter.
Und das war eine Tagung in Westberlin. Da sind die zusammengekommen, Weltbank und Internationaler Währungsfonds. Und das Perverse war eben, dass die Leute, die dort hinkamen, die wurden nach Ostberlin eingeladen. Die haben in Ostberlin geschlafen in den Hotels, zum Beispiel in dem neuen Grand Hotel, was eröffnet worden ist. Und die Jugendclubs wurden dazu angehalten, ein entsprechendes Programm bereitzustellen, dass man eben denen was anbieten kann und so weiter. Und das war einfach, ja, also der Gipfel der Heuchelei. Also der sozialistische Staat, der Völkersolidarität sich auf die Fahnen schreibt und sagt, also wir sind hier solidarisch mit den neokolonial unterdrückten Menschen in Afrika, und dann laden die so eine Leute ein und verdienen Geld damit. Und es kam dann zu einer Demonstration, habe ich nicht mitgemacht, habe ich mich nicht getraut, das ist wirklich so. Und da sind ein paar Leute verhaftet worden und die haben dann ihre Vernehmer aufs Kreuz gelegt mit diesen Argumenten. Die haben gesagt, schämt ihr euch gar nicht, das ist eure blöde Regierung, die das macht. Und die hatten auch keine Argumente, also die sind dann auch alle wieder rausgekommen. Und ja, das war dann schon wieder eine Zeit, wo es so aufwärts ging. Also da hat man dann viel zusammen gemacht. Und also auch blockübergreifend. Dann gab es eine Demonstration zum Giftmüllverbrennungswerk in Schöneiche. Ich weiß gar nicht, war das Schöneiche? Ich weiß es gar nicht mehr, ist schon so lange her. Es war eine ost-west-übergreifende Aktion. Also Leute von Robin Wood, die haben zum Teil drüben die Straßen blockiert, also die Grenzübergänge, damit die Müllfahrzeuge nicht, also um zu protestieren, hier fahren Müllfahrzeuge, der Müll aus Westberlin wird nach Ostberlin verkauft und dann irgendwie verbrannt und wir bezahlen was und wir wissen nicht, was damit passiert. Ja, also solche Sachen gab es dann, also so ist dann eigentlich das Jahr 89 ganz gut, also wieder hoffnungsvoll so losgegangen.